morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So Paul had such a passion to win people for Jesus Paulus hatte eine solche Leidenschaft, Menschen für Jesus zu gewinnen, that he with great joy made himself a servant to all. dass er sich mit großer Freude zum Diener aller machte. A Jew to the Jew. Ein Jude für die Juden. Look, and then he says, I became like one under the law to gain the people who are stuck under the law. Dann sagt er, ich bin wie einer unter dem Gesetz geworden, um die Menschen zu gewinnen, die unter dem Gesetz feststecken, Even though I myself am not under the law. obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz stehe. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So Paul said, I'm going to become like one who is, look at this, under the law, even though I'm not under the law. Paulus sagt, ich werde wie einer der, schau mal, wie einer, der unter dem Gesetz steht, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin. Because that's the only way they would have even opened their hearts to him. Denn nur so konnten sie ihr Herz für ihn öffnen. You know, and this is something really sad. Das ist wirklich traurig. I think we haven't learned to preach the gospel well. Ich denke, wir haben nicht gelernt, das Evangelium gut zu verkünden. Many times we preach too much of our idea, our culture, even our church culture. Wir predigen oft zu viel von unserer Idee, unserer Kultur, sogar von unserer Gemeindekultur. The whole time Paul was talking about winning them to Christ, not winning them to a meeting. Die ganze Zeit spricht Paulus davon, sie für Christus zu gewinnen und nicht für eine Versammlung. So Paul was willing to even make himself a man who obeys the laws just to win them for Christ. Paulus war sogar bereit, sich selbst zu einem gesetzestreuen Menschen zu machen, nur um sie für Christus zu gewinnen. And then he says, and those without Jewish laws, I've become like them. Dann sagt er, und denen, die ohne die jüdischen Gesetze sind, bin ich gleich geworden wie sie. As one without Jewish laws in order to win them. Als einer ohne die jüdischen Gesetze, um sie zu gewinnen. Although I'm not outside the law of God, but under the law of Christ. Obwohl ich nicht außerhalb des Gesetzes Gottes bin, sondern unter dem Gesetz Christi. So Paul obviously didn't say he was living lawless because that would have gone against the teaching of Jesus. Paulus sagte offensichtlich nicht, dass er gesetzeslos lebte, denn das hätte den Lehren Jesu widersprochen. But you know, what Paul is saying, there were people who did not obey the Jewish laws because they did not think they should. Aber Paulus sagt, es gab Menschen, die die jüdischen Gesetze nicht befolgten, weil sie dies nicht für richtig hielten. They didn't keep the festivals, they didn't keep the meat restrictions. Sie hielten sich nicht an die Feste, sie hielten sich nicht an die Fleischvorschriften. Paul was so willing to change to win people for Jesus that he was willing to be anything. Paulus war so gewillt, sich zu verändern, um Menschen für Jesus zu gewinnen, dass er bereit war, alles zu sein. I've learned that many times when people have this sense that you truly accept them who they are, their heart opens for the gospel. Ich habe gelernt, dass sich oft das Herz der Menschen für das Evangelium öffnet, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie wirklich so akzeptiert, wie sie sind. And then look what he says now. Schau, was er jetzt sagt. I became weak to the weak to win the weak. Vers 22. Ich bin für die Schwachen schwach geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Who wants to be weak? Wer will schon schwach sein? You know, none of us wants to be weak. We like to be strong. Keiner von uns will schwach sein. Wir sind lieber stark. But if you come to a weak person as one that comes with such a strong appearance, they might even be close to heart before you talk to them. Aber wenn du mit einem starken Auftreten zu einem schwachen Menschen kommst, könnte es sein, dass diese Person ihr Herz verschließt, bevor du mit ihr sprichst. So the Apostle Paul says we have to embrace everybody where they are, not where we want them to be. Deshalb sagt der Apostel Paulus, wir müssen alle Menschen dort abholen, wo sie sind, nicht dort, wo wir sie haben wollen. That's why he says next, I've adapted to the culture of every place I've gone. Deshalb sagt er weiter, ich habe mich an jedem Ort, an dem ich war, der Kultur angepasst, so that I could more easily win people to Christ. damit ich die Menschen leichter für Christus gewinnen konnte. I want to repeat. Ich wiederhole. Paul did not say, I'm adapting to any church culture so that I can reach them. They already won to Christ. Paulus sagt nicht,
Ich passe mich jeder Gemeindekultur an, damit ich sie erreichen kann. Sie sind bereits für Christus gewonnen. You know, we have to act according to our conscience. In some church cultures, I cannot live with. Wir müssen nach unserem Gewissen handeln und mit manchen Gemeindekulturen komme ich nicht klar. But when it comes to embracing a culture to get people saved, get them into heaven, I can do anything. Wenn es aber darum geht, eine Kultur zu umarmen, um Menschen zu retten und sie in den Himmel zu bringen, kann ich alles tun. And then look how beautifully he expresses this next verse. Schau, wie wunderschön er den nächsten Vers formuliert. I've done all this so that I would become God's partner for the sake of the gospel. Ich habe das alles getan, damit ich Gottes Partner um des Evangeliums willen werde. You know, if we truly want to be his partners, Wenn wir wirklich seine Partner sein wollen, we can't live our life selfishly the way we want to. können wir unser Leben nicht so selbstsüchtig leben, wie wir es möchten. This is my culture, this is the way I do it, this is the right way. You accept my Jesus or else you're going to hell. Das ist meine Kultur, das ist die Art, wie ich es mache, das ist der richtige Weg, wie du meinen Jesus annimmst, ansonsten kommst du in die Hölle. Now remember, Paul is not talking about sinning here. Denke daran, dass Paulus hier nicht von Sünde spricht. Because I've also seen people that say, you know what, I can never reach the drug addicts if I don't take drugs, so let me take drugs. Denn ich habe auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, ich kann die Drogensüchtigen niemals erreichen, wenn ich keine Drogen nehme, also konsumiere ich Drogen. Never in my life have I put a drug into my hand Niemals in meinem Leben habe ich eine Droge in die Hand genommen, in order to use it. um sie zu konsumieren. I only took it in my hands to throw it away when the drug addicts gave them to me. Ich habe sie nur in die Hand genommen, um sie wegzuwerfen, wenn die Drogensüchtigen sie mir gegeben haben. Never touched any kind of drug. Ich habe nie irgendeine Droge angerührt. Yet I've reached many drug addicts to Jesus. Trotzdem habe ich viele Drogensüchtige für Jesus erreicht. But you know, even there, the drug addict people, they have a certain culture. Aber selbst die Drogensüchtigen haben eine bestimmte Kultur. I embraced their culture to win them for Christ without compromising my moral standards and sinning. Ich habe mich auf ihre Kultur eingelassen, um sie für Christus zu gewinnen, ohne meine moralischen Standards zu verletzen und zu sündigen. And we have to learn Wir müssen lernen, that in order to reach people for Jesus, you have to go where they are on their level, not want them first to come to your level and then you preach the gospel. um Menschen für Jesus zu erreichen, müssen wir dorthin gehen, wo sie sind, auf ihre Ebene und nicht erwarten, dass sie erst auf unsere Ebene kommen und wir dann das Evangelium verkünden. To what extent are you willing to go to reach people for Christ? Ask yourself that question. Wie weit bist du bereit zu gehen, um Menschen für Christus zu erreichen? Stell dir diese Frage. And I shall see you tomorrow. Also dann bis morgen.